Wie startet man eigentlich Innenkommunikation in einem dissoziativen System? Eine kurze Frage von einem Steady-Abonnenten, aber ein riesiges Thema und eine Frage, die uns selber natürlich seit Jahren auch beschäftigt. Und auch immer mal wieder von vorne, weil natürlich, wenn die Systemstruktur sich verändert im Laufe der Zeit, man auch manchmal von vorne mit der Innenkommunikation anfangen muss oder ein gutes Stück neu erarbeiten muss manchmal. Und wir dachten, am besten machen wir das Ganze praktisch, zum Nachmachen sozusagen. Wir zeigen euch 3 Werkzeuge, die ihr nacheinander aufbauen könnt, um Kontakt zu eurem Innensystem herzustellen. Das sind nicht irgendwelche Erfindungen von uns, sondern Techniken aus der Traumatherapie. Also hoffentlich ist was für euch dabei. Viel Vergnügen beim Gucken. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Dis-Ding, ein Kanal von einer Betroffenen mit dissoziativer Identitätsstruktur für andere Betroffene, Helfer und Interessierte am Themenkomplex Komplextrauma. Bevor wir einsteigen, ein wichtiger Disclaimer. Dieses Video soll eine Anregung sein, wie man als Betroffener mit partieller Dis oder Dis mit der Systemkommunikation einsteigen könnte. Es ersetzt auf keinen Fall eine traumainformierte Therapie. Wenn du akut in Gefahr oder gerade komplett überflutet bist, ist das hier nicht der Moment, um eigenständig Innenraumübungen anzufangen. Diese Übungen machen nur dann wirklich Sinn, wenn ihr akut nicht in Gefahr seid, körperlich oder psychisch Schaden zu nehmen. Also wenn ihr gerade in einer Krise und super instabil seid, ist das mit den Imaginationsübungen vielleicht der falsche Moment, weil ihr wirklich Zeit und Geduld dafür braucht und eine gewisse Ruhe. Und benutzt keine dieser Übungen, um Innenpersonen einzusperren. Anteile einzusperren, weil sie gerade schwierig sind, wiederholt häufig genau die Werkzeuge, die euch mal geschadet haben. Das ist keine Lösung, sondern eine Wiederholung und kann langfristig zu mehr Symptomen oder sogar zu einer Eskalation führen. Und wenn euer System sehr fragmentiert ist, sehr viel ungeklärtes Traumamaterial da ist oder wenn schon der Gedanke an alle an einen Tisch bringen, massive Angst auslöst, dann ist das ein Zeichen, das erstmal mit therapeutischer Begleitung anzugehen, nicht alleine. Die Fachliteratur ist da sehr eindeutig tatsächlich. Die Übungen, die ich gleich beschreibe, sind Werkzeuge für TraumatherapeutInnen mit Erfahrung in dissoziativen Störungen. Nicht ein reines Selbsthilfetool für den Einstieg bei komplexeren Systemen. Aber im Normalfall sind sie bereits sehr sinnvoll, wenn man sie zu Hause vorbereitet. Besonders auch dann, wenn wir eben keinen Therapieplatz finden und versuchen müssen, das Beste aus der aktuellen Notlage rauszuholen, solange wir auf uns allein gestellt sind. Nur bitte nicht übertreiben. Es geht darum, Strukturen vorzubereiten, nicht im eigenen Trauma herumzuwühlen und zu versuchen, eigenständig Traumaarbeit zu machen. Okay. Teil 1. Warum überhaupt Innenkommunikation? Also warum sollte man Innenkommunikation überhaupt machen? Also es ist ja so, bei einer partiellen Dis oder Dis ist die Persönlichkeit durch anhaltendes frühes, meist interpersonelles Trauma nie zu einem einzigen zusammenhängenden... Okay, der Elefant steht im Raum. Ich will hier so die Hände ineinander machen. Okay, Moment. Ja, Folgendes ist passiert. Ich wollte mir meine Hose ausziehen und bin dabei leider umgefallen. Ja, und ich wollte mich dann am Schrank halt irgendwie festhalten und bin aber dann trotzdem einfach weiter umgekippt und auf der Seite gelandet und dachte, warum? Du hattest doch den Schrank in der Hand. Und als ich meine Hand angeguckt habe, war mein Ringfinger einfach um 90 Grad zur Seite gekippt. Ja, ich hatte den ausgekugelt und halt, ja, das sah befremdlich aus, ne? Es war direkt so ein Nein, das ist ja gerade nicht so. Und dann habe ich ihn einfach wieder hochgeklappt und ich hatte sehr viel Glück, also es ist gar nichts passiert. Ich habe es auch röntgen lassen extra, alles in Ordnung. Ich muss es halt jetzt nur ein paar Wochen tapen, damit es auch wirklich wieder stabil ist, bis es nicht mehr wehtut und die Schwellung weg ist und so. Deswegen habe ich das jetzt gerade, das ist nicht super belastend. Ich kann den Finger auch bewegen, es tut halt ein bisschen weh. Er soll halt nur stabilisiert werden durch diesen Tapeverband. Okay. So viel dazu. Also nochmal. Bei einer partiellen Dis oder einer Dis ist die Persönlichkeit durch anhaltendes, frühes, meist interpersonelles Trauma nie zu einem einzigen zusammenhängenden Ich zusammengewachsen, sondern
in mehreren eigenständigen Persönlichkeitsanteilen aufgeteilt geblieben. Das nennt man strukturelle Dissoziation der Persönlichkeit. Jeder dieser Identitäten oder Innenpersonen trägt eine eigene Aufgabe, Erinnerungen, Gefühle und oft sind sie durch innere phobische Barrieren voneinander getrennt. Aufgrund dieser Strukturen können sie nur bedingt oder gar nicht miteinander kommunizieren innerlich, was sich im Alltag dann als dysfunktionales Verhalten und ein sehr breites Spektrum an dissoziativen Symptomen äußern kann. Dazu alle anderen Videos auf unserem Kanal. Das passiert, weil Bedürfnisse von anderen Persönlichkeitsanteilen nicht gehört werden können und Konflikte über den Körper ausgetragen werden, unter anderem. Und daraus ergibt sich jetzt auch die Notwendigkeit, als ersten Schritt zur Besserung Innenkommunikation oder Systemkommunikation zu erarbeiten. Die International Society for the Study of Trauma and Dissociation, kurz ISSTD, das ist der Fachverband, der die international anerkannten Behandlungsleitlinien für die DIS herausgibt, beschreibt Traumatherapie bei DIS in 3 Phasen. Phase 1 heißt Stabilisierung und ein zentrales Ziel dieser ersten Phase ist wortwörtlich die Förderung von Kooperation zwischen den Identitäten. Nicht Verschmelzung, nicht alle müssen eins werden, Kooperation. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Innenkommunikation ist keine Vorbereitung zur Fusion oder so. Es ist ein eigenständiges, wertvolles Therapieziel oder Ziel im Leben. Egal, ob euer System später mal zusammenwächst oder ob ihr für immer viele bleibt, Innenpersonen, die miteinander reden können, geraten seltener in Konflikte, die nach außen dann als psychisches Chaos oder Körpersymptome durchschlagen. Das ist der eigentliche Grund, warum das therapeutisch so einen hohen Stellenwert hat. Denn klar, durch die strukturelle Dissoziation arbeitet das Gehirn und Nervensystem in unterschiedlichem Grad fragmentiert und wir müssen die Zusammenarbeit der verschiedenen Teile aus eigener Kraft erst erarbeiten und fördern, damit es eben weniger Konflikte im Innen gibt, Bedürfnisse gehört werden und unkontrollierbare Aktionen im Alltag weniger werden und damit auch die Dissoziation weniger wird. Logisch, das ist eine Konsequenz dann daraus. Aber bevor man überhaupt anfängt, mit einzelnen Innenpersonen zu sprechen, hilft es meistens erst einmal einen Ort dafür im Inneren zu kreieren. Einen inneren Raum sozusagen, der sich sicher genug anfühlt, dass sich überhaupt jemand zeigen mag. Und damit sind wir auch bei Werkzeug Nummer 1. Teil 2, der sichere Ort. Die sichere Ort-Imagination ist wahrscheinlich die meistgenutzte Stabilisierungsübung in der ganzen Traumatherapie überhaupt. Viele von euch kennen die bestimmt aus irgendeiner Klinik oder irgendeiner Reha oder sonst irgendwas. Geprägt und im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht hat sie vor allem Luise Redemann, deutsche Fachärztin für psychotherapeutische Medizin und Psychoanalytikerin. In den 90er Jahren hat sie mit ihrem Team am Evangelischen Johanneskrankenhaus in Bielefeld ein Verfahren entwickelt, das sie psychodynamisch-imaginative Traumatherapie nannte, kurz PITT. PITT. Ausführlich beschrieben hat sie es dann in ihrem Buch Imagination als heilsame Kraft, zuerst 2001 erschienen, mittlerweile in der 19. Auflage bei Klett-Cotta, also kann man sich immer noch durchlesen. Der Kerngedanke bei Redemann ist der, bevor man überhaupt an Traumaverarbeitung denkt, muss ein Mensch lernen, sich im Hier und Jetzt sicher zu fühlen. Das ist ein Kernproblem. Der sichere Ort ist dabei nur einer von mehreren Distanzierungs- und Ressourcentechniken. Wichtig ist, Redemann hat diese Übung nicht speziell für DIS entwickelt. Sie war gedacht für traumatisierte oder komplex traumatisierte Menschen im Allgemeinen, also nicht speziell für DIS-Patienten. Die Übertragung von Stabilisierungs- und Imaginationsarbeit auf DIS und Systemarbeit war dann der nächste Schritt. Das ging nicht von einer einzelnen Person aus, aber eine zentrale Rolle hat dabei zum Beispiel Michael Huber gespielt. Ihr Buch Multiple Persönlichkeit von 1995 war das erste deutschsprachige Fachbuch zu diesem Thema und behandelte bereits Stabilisierung und Förderung von Innenkommunikation. Mit dem Fokus darauf, wie man mit einem ganzen inneren, strukturell dissoziierten System arbeitet und nicht nur mit einzelnen Ichs oder nur der Frontperson, wie es halt
oftmals passiert ist. Frau Huber war über viele Jahre Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation und hat entscheidend dazu beigetragen, dass diese Techniken im deutschsprachigen Raum überhaupt bei DIS-Betroffenen bekannt wurden. Über die Jahre hat sie einige praktische Bücher mit Übungen rund um Sicherheit und Beruhigung veröffentlicht. Also könnt ihr einfach mal gucken. Gut, aber was heißt das jetzt praktisch für euch? Der sichere Ort ist eine Imagination. Ein Ort in eurer Vorstellung, den ihr euch komplett selbst baut. Den könnt ihr gestalten, wie ihr mögt. Draußen, drinnen, real, erinnert oder komplett erfunden. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur eins: Er muss sich für euch sicher anfühlen. Nicht für irgendjemand anders, für euch. Ein paar praktische Tipps, falls ihr das jetzt zum ersten Mal ausprobieren wollt. Dann schaut, dass ihr wirklich Ruhe habt. Guckt, dass ihr alle Grundbedürfnisse erfüllt habt. In dem Moment geht vielleicht nochmal aufs Klo, trinkt einen Schluck Wasser, zieht euch bequeme Kleidung an, sorgt für eine angenehme Temperatur, sodass alles passt. Und dann sucht euch einen ruhigen Platz, an dem ihr für mindestens eine halbe Stunde mindestens ungestört seid. Legt das Handy weg. Wir persönlich mögen es komplett still. Darum haben wir auch Baustellenkopfhörer auf und machen dabei die Augen zu. Wenn euch das verunsichert und ihr das gar nicht mögt, wenn es leise ist und die Augen zu habt, dann macht das einfach nicht. Macht es so, wie es für euch am angenehmsten ist. Ich denke, wenn ihr zum Beispiel ruhige Musik lieber mögt oder so, dann würde das vielleicht auch gehen. Uns würde das eher irritieren, weil wir uns dann zu sehr von der Musik beeinflussen lassen. Aber jeder wie er mag. Und dann kann es losgehen. Erstens, baut den Ort mit allen Sinnen innerlich. Was seht ihr? Was hört ihr? Wie fühlt sich der Boden unter euch an? Gibt es einen Geruch? Je detaillierter, desto tragfähiger wird diese Imagination dann später. Zweitens, wenn ihr viele seid, überlegt, ob ihr einen gemeinsamen sicheren Ort baut oder ob jede Innenperson ihren eigenen bekommt. Aus unserer Erfahrung, und das deckt sich auch mit dem, was die Community berichtet, ist es meistens hilfreicher, wenn jede Innenperson ihren eigenen Raum oder ihren eigenen Ort im Inneren hat, der zu ihrem Alter und ihren speziellen Bedürfnissen passt. Denn das kann sich wirklich sehr stark unterscheiden. Ein Innenkind braucht was anderes als ein fragiler Anteil, der einfach nur seine Ruhe haben will. Lass denjenigen Innenpersonen freie Hand. Lass dich überraschen, was sie brauchen, was sie möchten. Das wird anders aussehen, als du das vielleicht gemacht hättest. Aber so lernt man sich auch schon ein bisschen kennen. Und dann lass es einfach geschehen. Drittens, nehmt keine Menschen aus dem Außenleben mit hinein. Reale Menschen machen Fehler und das kann die Sicherheit der Imagination untergraben, besonders wenn plötzlich im echten Leben halt ein Konflikt passiert. Wenn ihr Gesellschaft wollt an diesen Orten, erfindet Figuren. Und viertens, das kommt jetzt nicht von Redemann, sondern ist einfach klinische Praxiserfahrung, die man in vielen Traumatherapie-Kontexten findet. Wenn sich die Übung nicht sicher, sondern eher nach Druck anfühlt, also du musst jetzt was machen, so, und du musst jetzt einen sicheren Ort machen, das kann Druck auslösen, dann macht daraus einfach einen entspannten Ort statt einem sicheren Ort oder erfindet einen Namen, der euch gefällt. Manche Menschen, die sehr früh und sehr lange traumatisiert wurden, kennen das Gefühl von Sicherheit schlichtweg nicht. So. Und wie sollst du es dir dann vorstellen? Dann ist der Anspruch sicher manchmal viel zu groß. Also fang anders oder kleiner an und mach es so, wie es dir eben passt. So, dieser sichere Ort ist die Basis, aber das ist ja jetzt noch keine Kommunikation. Er ist erstmal nur der innere Raum, in dem Kommunikation später dann überhaupt stattfinden kann oder wo sich Innenpersonen auch zurückziehen können. Wie wir das ganz konkret erlebt haben, seht ihr in dem Video Innenkommunikation für Einsteiger von Corey vom 22. Oktober 2020. Ist putzig, wie sie das gemacht hat, ja. Da hat sie es relativ ausführlich beschrieben, würde ich sagen. Teil 3, Werkzeug 2, der innere Treffpunkt, Frasers Konferenztischtechnik. George Fraser, ein kanadischer Psychiater, der lange am Operational Trauma and Stress Support Center der kanadischen Streitkräfte in Ottawa gearbeitet hat, hat 1991 eine Technik veröffentlicht, die er Dissociative Table Technique
nannte, die dissoziative Tischtechnik. 2003 hat er sie nochmal überarbeitet und erweitert. Sie gehört mittlerweile zu den am besten erforschten Ansätzen überhaupt, also gute Sache. Die Grundidee ist folgende. Man lädt in der Imagination alle Persönlichkeitsanteile an einen runden Tisch ein, wie zu einer Konferenz. Fraser hat sich dabei explizit auf Konzepte der Ego-State-Therapie von John und Helen Watkins gestützt, sowie auf Prinzipien aus der Gestalttherapie und Hypnotherapie. Später wurde die Technik auch mit dem Internal Family System Model von Richard Schwartz in Verbindung gebracht, weil beide mit der Grundannahme arbeiten, die Persönlichkeit besteht aus vielen Teilen und Heilung passiert nicht durch Auslöschen einzelner Teile, sondern durch bessere Kommunikation zwischen ihnen. Wobei die Internal Family Therapy ausdrücklich nicht für strukturelle Dissoziation entwickelt wurde, sondern normal integrierte Menschen. Da gibt es leider sehr viele Missverständnisse. Als DIS-System haben wir nicht die Möglichkeit für andere Innenpersonen zu bestimmen, was sie wollen und was sie nicht wollen und was sie brauchen. Wir müssen akzeptieren, dass sie sich selbst äußern können dürfen. Das ist richtig wichtig. Also, zurück zur Technik. Fraser hat die Technik in 8 Schritte beschrieben. Wir übersetzen euch das mal praxisnah. Also es ist jetzt eine vereinfachte Version. Schritt 1, Psychoedukation. Bevor man die Übung macht, versteht man erstmal, warum man das macht. Also genau das, was wir gerade in Teil 1 gemacht haben. Schritt 2, die Szene aufbauen. In der Standardimagination entsteht ein Raum mit einem Tisch. Rund, oval, eckig, egal, und Plätzen für alle, die kommen möchten. Wir haben zum Beispiel gar keinen Raum mit Tisch, sondern wir treffen uns Open Air an einer Art Lagerfeuerstelle in so einem Rondell. Das bleibt dir selber überlassen. Schritt 3, Einladung. Man lädt alle Anteile ein, an den Tisch zu kommen. Fraser sagt explizit, fragt auch nach denen, die nicht kommen wollen. Wer ist hier, der nicht reinkommen möchte? Wer hat Angst? Wer findet das alles total doof gerade? Das Nichterscheinen ist selbst auch ja schon eine wichtige Information für dich. Schritt 4, beobachten, wer da ist. Nicht bewerten, nur wahrnehmen. Wer sitzt wo? Wer hält sich im Hintergrund? Wer wirkt angespannt vielleicht? Wie sind die Leute da? Schritt 5 bis 8 drehen sich dann um die eigentliche Kommunikation am Tisch oder was auch immer ihr da gebaut habt. Und das ist genau der Teil, bei dem therapeutische Begleitung am wichtigsten wird. Grob läuft das so ab. Man heißt zuerst alle willkommen, ausdrücklich auch die, die man nur ahnt oder gar nicht sehen kann. Die Grundhaltung bleibt die ganze Zeit neugierig, respektvoll, freundlich zu jedem Anteil, egal wie sperrig er wirkt und egal wie befremdlich das für dich ist. Und im Hinterkopf behalten, selbst diejenigen, die sich nicht offen zeigen, im Innen hören vielleicht mit. Und dann lernt man die Anwesenden nach und nach kennen, einen nach dem anderen. Wer bist du? Wie heißt du? Wie alt fühlst du dich? Was ist deine Aufgabe? Wer kann mit wem? Wer geht wem aus dem Weg? Und weiß denn dieser Persönlichkeitsanteil eigentlich, dass das Schlimmste vorbei ist? Oder lebt er noch in der Traumazeit von damals? Ein wichtiger technischer Punkt ist dabei vielleicht noch, in dieser Technik läuft die Kommunikation über die Alltagsperson. Die emotionalen Anteile übernehmen nicht das Steuer, sondern man spricht mit ihnen durch den Anteil, der gerade vorne ist. Der gibt weiter, was die anderen sagen. Und ganz zentral ist auch, Beschützeranteile sollten respektiert werden. Wenn ein Anteil blockt, den da lassen wir in Ruhe, stopp, nicht der, dann geht man da nicht mit Gewalt durch, sondern trifft eine Absprache. Diese Innenperson darf da sein, wir sprechen sie oder ihn heute nicht an. Genau solche Regeln und kleine Vereinbarungen sind der Kern in dieser Kommunikation und dem Sicherheitsgefühl, was da entsteht. Wenn ihr da aufeinander achtet, haltet ihr das alles in einem erträglichen Bereich, im sogenannten Window of Tolerance. Und dabei achte wirklich auch auf deinen Körper, wie der sich gerade verhält. Manchmal ist man so vertieft und möchte das so gut wie möglich machen, dass man dann vielleicht nicht merkt, dass man schon an eine Grenze stößt. Und dann mach einfach mal eine Pause und atme ein bisschen durch. Aber brich es nicht einfach ab. Am Schluss wird sauber abgeschlossen, zurück an diesen ruhigen oder sicheren Ort, um dich selbst wieder zu stabilisieren und in den Alltag starten zu können. Man hört nie in einem aufgewühlten, überfluteten Zustand auf. Das ist echt wichtig.
und fangt klein an, nichts erzwingen. Das Tempo bestimmen die Anteile selber, nicht du und auch keine dominanten Anteile. Wenn ihr diese 8 Schritte im Original nachlesen wollt, sehr anschaulich mit einem kompletten Beispielgespräch bei Kathleen Martin, How to Use Fraser's Dissociative Table Technique, Journal of EMDR Practice and Research 2012, ist ein PDF-Text. Ich hänge den im Anhang des Videos an. Und jetzt noch ein paar Ergänzungen, die sich in der klinischen Praxis rund um diese Technik etabliert haben in den vielen Jahren ihrer Anwendung. Wenn Innenpersonen nicht sprechen können, zum Beispiel, weil sie präverbal sind, keine Sprache haben oder aus irgendeinem anderen Grund nicht direkt kommunizieren wollen, kann ein anderer Anteil als Übersetzer fungieren zum Beispiel. Manche Systeme lassen nonverbale Anteile stattdessen malen oder zeigen, was sie meinen. In dem Video Das große Schweigen vom 13.01.2023 haben wir versucht zu erklären, dass Kommunikation nicht ausschließlich über Sprache und Worte funktioniert, sondern häufig auch über Gedanken, Impulse und Körperempfindungen. Und nach lernt man die Spuren, die Fußspuren und die Charakteristika der verschiedenen Innenpersonen unterscheiden. Es hilft außerdem, eine Struktur fürs Reden zu haben. In manchen Beschreibungen sagen Leute, dass sie einen Gegenstand haben für denjenigen, der gerade spricht, einen Redestab oder sowas. Wer diesen Gegenstand in der Hand hält, also im Innen, dem müssen alle zuhören. Und dann gibt es vielleicht ein Sprechlimit und so weiter. Da könnt ihr euch selbst Regeln überlegen. Je nachdem, was eure individuellen Probleme sind. Uns hilft es zum Beispiel auch für die Konzentration, wenn die Alltagsperson mitschreibt. Ein kleines Protokoll sozusagen für nachher und währenddessen, weil der aktuellen Alltagsperson fällt es sehr schwer, die Innenpersonen wirklich zu hören. Und interessanterweise kann sie das, wenn sie automatisch schreibt, viel besser durchfließen lassen, was gesprochen wird. Das hilft uns einfach. Und dann können wir nachher auch nochmal gucken, wenn wir es dann irgendwie wieder vergessen oder dissoziiert haben. Ganz wichtig aber, und das betont auch die Fachliteratur rund um diese Technik immer wieder, das ist keine Übung, die man einfach mal eben allein zu Hause ausprobiert, wenn man ein komplexes System mit viel ungeklärtem Innenleben ist. Die Autoren, die darüber schreiben, weisen explizit darauf hin, dass diese Technik am besten in Begleitung einer Therapeutin oder eines Therapeuten eingeführt wird, die Erfahrung mit dissoziativen Störungen hat, weil zu früh und zu schnell an den Tisch gebrachte, noch sehr belastete Anteile die Alltagsperson auch überfordern können. Und das heißt für euch praktisch, wenn ihr das in Selbsthilfe macht, fangt klein an. Unbedingt nicht gleich alle einladen, vielleicht erstmal wirklich nur die, die ohnehin schon miteinander in Kontakt sind oder die sehr neugierig sind, statt ängstlich. Ne? Also ängstliche Anteile in Ruhe lassen, wenn die nicht von alleine da sind und wenn Beschützer auch keine Probleme damit haben. Dieser Tisch oder dieser Treffpunkt kann auch einfach eine Lichtung sein, ein Wohnzimmer, ein Strand. Die Form ist egal. Entscheidend ist die Funktion. Ein Ort, an dem mehr als eine Person gleichzeitig da sein darf und kann. In euren Gedanken. Teil 4, Werkzeug 3, im Alltag eine kurze Check-in-Übung. Der sichere Ort oder der innere Treffpunkt sind größere, aufwendigere Übungen, wo ihr mehr Zeit und Ruhe braucht. Für den Alltag braucht ihr aber auch was Kleineres, Schnelleres, was ihr wirklich täglich machen könnt. Das ist übrigens der Teil, für den wir ehrlich sagen müssen, das ist kein Werkzeug mit einem einzelnen wissenschaftlichen Erfindernamen oder so. Es ist einfach eine eher pragmatische Alltagsroutine, die wir erarbeitet haben und die wir so aus der System-Community kennen und die sich an ganz normalen Teamkommunikationsprinzipien orientiert, wie im echten Leben außerhalb sozusagen. Der Grundgedanke, ein kurzes, strukturiertes Check-in. Kein großes Gespräch, sondern ein knapper Stimmungsbericht. Man ruft innerlich oder für sich reihum die Namen der Anteile auf, die gerade erreichbar sind. Und jeder gibt ein kurzes Statement oder ein kurzes Signal, wie es ihm geht, was er gerade braucht, was ihm wichtig ist. Wozu ist das gut? Naja, weil einfach nach innen reinhorchen und hoffen, dass sich jemand meldet, für viele Systeme zu unstrukturiert ist.
Da kommt dann oft nichts. Deswegen sollte man die Innenpersonen einzeln ansprechen. Vor allen Dingen auch dann, wenn so ein Inni sehr zurückhaltend ist, vielleicht ein bisschen schüchtern oder so. Das ist wie im Außenleben auch, ne? Ein Name, der aufgerufen wird, kriegt oft eher eine Antwort als ein offener Raum, in den man reinruft. Und die Stillen rufen dann halt nicht rein. Praktisch könnte das zum Beispiel so aussehen: Ihr nehmt morgens, bevor der Tag losgeht, einen kurzen Moment und checkt in. Wie geht's uns heute? Gibt's jemanden, der besonders Aufmerksamkeit braucht und so weiter? Wir benutzen auch dazu unsere Baustellenkopfhörer, denn ich bin sonst einfach zu wusig und abgelenkt. Ich kann das nicht ohne Baustellenkopfhörer. Und dasselbe auch nochmal abends vorm Schlafengehen, vielleicht ja schon, wenn ihr bettfertig seid und so. Einfach kurz nochmal den Raum öffnen. Hat jemand ein Bedürfnis, was heute nicht gehört worden ist? Gibt's noch irgendwas für morgen und so weiter? Und dazwischen in kleinen Pausen, also wann immer ihr wirklich mal so Zeit habt, im Aufzug oder wenn ihr auf was warten müsst oder wenn ihr gerade Essen vorbereitet und schnippelt oder manchmal geht auch, wenn man auf der Toilette sitzt, einfach kurz Check-in, hallo, was los, irgendwas, nee, ja, ankreuzen. So. Ich meine, klar, das ersetzt keine ausführlichen inneren Teamsitzungen, in denen man wirklich Konflikte bespricht oder langfristig halt auch Themen klären kann. Dafür braucht man halt wirklich viel mehr Zeit und wahrscheinlich einen richtigen Treffpunkt, wie wir den in Werkzeug 2 erklärt hatten. So ein Check-in ist einfach ein Gimmick für zwischendrin, nicht der Ersatz für eine große Aussprache. Aber ich weiß, es ist verlockend, weil es natürlich viel einfacher geht. Aber in so einem kurzen Check-in, das merken wir halt in unserem Leben, ist das halt so, dass die Alltagsperson oft gar nicht richtig zuhört, weil sie ja selber beschäftigt ist mit dem Alltag und mit Aufgaben und dann irgendwie gar nicht offen dafür ist, was andere sagen würden und dann einfach drüber weggeht. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sich da immer wieder wirklich Zeit für nimmt. Mindestens 3-mal die Woche Zeit einräumen für eine richtige Teamsitzung. Besonders am Anfang, wenn die Kommunikation noch sehr löchrig ist. Wenn euch dieses Thema tiefer interessiert, haben wir über die Jahre immer mal wieder Videos dazu gemacht und erklärt, wie wir das bei uns machen, auch teilweise sehr praktisch. Dazu haben wir euch eine kleine Playlist zusammengestellt mit dem Titel Innenkommunikation bei PDIS. Manche der Videos sind jetzt 6 Jahre oder über 6 Jahre alt. Ich habe die neulich extra alle nochmal angeguckt, weil ich mich an vieles von dem, was wir damals gemacht haben, nicht erinnern kann. Und ich wollte euch jetzt keinen Mist empfehlen. Aber ich finde sie alle okay soweit. Nur als Disclaimer, wenn ihr uns noch nicht so lange kennt, dann könntet ihr davon überrascht sein, wie wir damals zum Beispiel mit Persönlichkeitswechseln umgegangen sind. Wir machen das heute nicht mehr so. Wir lassen Videos heute nur noch von anderen Innenpersonen konkret und einzeln aufnehmen, wenn es wirklich sinnvoll ist und das Thema bereichert. Ansonsten sprechen wir zu euch in unterschiedlichsten Konstellationen durch den Alltagsmodus gefiltert. So wie wir das im echten Leben meist auch machen und so wie ihr uns treffen würdet, wenn ihr uns begegnet. Das ist uns wichtig, weil der Eindruck sonst entsteht, dass eine Dis sehr auffällig ist und das ist sie halt nur sehr selten. Und einige Begriffe, die wir in diesen Videos benutzen, verwenden wir heute nicht mehr. Zum Beispiel den Begriff Host oder Host-Persönlichkeit, weil der für uns einfach nicht stimmig ist und der sich für uns halt so anfühlt, als gäbe es da die eine Hauptpersönlichkeit. Und das ist bei uns einfach nicht so. Wir empfinden niemanden als Host-Persönlichkeit bei uns. Deshalb verwenden wir den praktischeren und neutraleren Titel Alltagsperson oder Frontperson. Wir haben da einfach über die Jahre mehr in uns reingespürt und verstanden, wie wir das so sehen und haben dann unsere Sprache auch angepasst und einfach viel dazu gelernt, so wie viele von euch das über die Jahre ja auch machen. Aber trotzdem, die Playlist ist jetzt da. Schaut euch die Videos sehr gerne an. Ich finde die trotzdem wertvoll. Da sind ganz gute Infos drin, wenn ihr selber anfangt mit Innenkommunikation. So, und das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Die wichtigsten Punkte jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Zuerst den sicheren Ort für jeden ausbauen. Dann, wenn der Boden da ist, der innere Treffpunkt für alle und für den Alltag kurze strukturierte Check-ins.
die keinen großen wissenschaftlichen Stammbaum haben, aber sich in der Praxis einfach bewährt haben. Das sind die 3 Werkzeuge, die wir euch heute mitgeben wollten. Das war unsere Antwort auf die Steady-Frage von heute. Wenn ihr Fragen habt zu eurem eigenen Prozess, schreibt uns die gerne hier in den Kommentaren und kommt gerne miteinander ins Gespräch. Und wenn euch das Video geholfen hat, liked es, hypt es, wenn ihr mögt, und denkt dran, eure Unterstützung über ein Steady-Abo oder PayPal hilft uns im echten Leben und ist eine große Ermutigung für uns. Unter dem Video sind außerdem Telefonnummern, die ihr anrufen könnt, wenn ihr Hilfe braucht. Dort sind Links zu Homepages und YouTube-Kanälen, die über Trauma oder die dissoziative Identitätsstörung aufklären. Da ist auch ein Link zu DIS-SOS.com, wo diese Übungen, die wir beschrieben haben, sehr klar zum Anwenden beschrieben werden. Lohnt sich da mal vorbeizugucken, dass ihr da Schritt für Schritt eine schriftliche Anleitung habt. Und aufgepasst, der wichtigste Satz zum Schluss: Du bist ein wundervoller, wertvoller Mensch. Lass dir nichts anderes erzählen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Disting.